zusammen, wir haben Samstag, den 6. März, ist jetzt 14 Tage her, dass wir die meisten unserer Tauben angepaart haben. Die meisten Eier liegen, aber da gab es doch durchaus Unterschiede und die würde ich euch jetzt gerade mal zeigen wollen. Ja, hier auf dem Hauptreiseschlag, wo wir also unsere 20 Paare mit überwiegend mehrjährigen Tauben haben, hat das Ganze wunderbar funktioniert. Die Tauben haben innerhalb von 3 Tagen alle ihre Eier liegen gehabt. Ich glaube 15 Paare von den 20 haben exakt am selben Tag gelegt. Ja, genau so wie man sich das wünscht. Von daher werden die Jungen alle innerhalb weniger Tage auch schlüpfen. Und ja, das hat hier wirklich perfekt funktioniert. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Sehen wir mal weiter. Ja, auch auf dem Zuchtschlag haben die meisten Paare ziemlich zeitnah hintereinander gelegt. Es sind jetzt noch so ein paar Nachzügler dabei. In der Regel aber die, wo ich sehr junge Weibchen dann auch mit dran habe. Ansonsten sitzen die alle schon wunderbar auf den Eiern. Und ja, das sollte auch hier ziemlich gut passen. Bisschen traurig bin ich, dass das Stammpaar nur ein Ei gelegt hat, aber das ist halt das Alter. Und im letzten Jahr, soweit ich mich erinnere, war das erste Gelege auch nur ein Ei. Und danach haben sie dann noch einigermaßen normal die Gelege mit jeweils 2 Eiern hochgebracht. Von daher bin ich da optimistisch, dass das dann ab dem zweiten Gelege wieder funktioniert. Ich werde jetzt mal gucken, ob die Eier befruchtet sind und würde dann gegebenenfalls auch umlegen. Ja, last but not least, der Schlag mit den Jährigen. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Also das freie Paaren hat hier nur sehr bedingt funktioniert. Hier ist also wirklich Kraut und Rüben. Ich glaube 5 Paare, die gelegt haben. Der Rest irgendwie wild in irgendwelchen Ecken. Teilweise 2 Weibchen an einem Vogel. Das werde ich nächstes Jahr anders machen, aber das ist auch nicht so schlimm. Nur das mit dem Umlegen von den Zuchttauben, das kann ich wohl vergessen dieses Jahr. Aber gut, ich lasse die jetzt gewähren. Und da wo Junge groß werden, dann lasse ich sie groß werden. Und dann wird das hier relativ zügig jetzt auch mit dem Training beginnen. Weil dann brauche ich hier nicht großartig warten, sondern dann können die schon mal in die Luft. So, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch mal ein paar meiner Zuchttauben vorstelle. Und das will ich in diesem Video mal tun. Ich fange einfach mal an mit dem 499. Das ist ein wunderbarer blauer Vogel und ein direktes Geschwistertier zu meinen besten Tauben, kann man eigentlich sagen. Das ist die Enkelgeneration zum Stammpaar. Dieser Vogel hat selbst auf dem Heide-Derby geflogen im vorletzten Jahr. Der Michael wollte mir gar nicht zurückgeben, hat glaube ich die eine oder andere Träne verdrückt, als ich den dann doch wieder zurückgeholt habe. Aber aufgrund der riesen guten Leistungen der Geschwister konnte ich den leider nicht bei ihm lassen. Zumal die Eltern ein bisschen Probleme mit dem Befruchten schon machen im Moment. Ja, von daher hoffe ich, dass er seine guten Gene dann im nächsten Jahr auch hier bei mir weitergibt. Ich habe jetzt einen Sohn in der Reisemannschaft, im letzten Jahr leider auch nur eine Junge rausbekommen, weil sie das erste Gelege zerstört haben. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. So, dann habe ich hier das Weibchen von dem 499, die Nummer 800. Die Nummer 800, die habt ihr schon mal in einem anderen Video gesehen. Das ist nämlich eine Enkelin vom Kittel, also eine Vandenburg-Täubin, noch in Kreuzung. Hier der Kittelsohn gepaart an eine Täubin aus der Jeff-Linie von Wolfgang Röper, eine Originale von Marco Hoffmann. Diese Täubin hat auf dem Ostseerennen geflogen. Und ich habe die dann im Nachgang ersteigert, weil ich schon 3 Halbgeschwister im Zuchtschlag hatte und die auch dort schon für gute Nachzucht gesorgt haben. Die ist jetzt in der 2. Saison wieder an den 499 gepaart. Ja, recht kräftiges Weibchen, wie das bei Vandenburg so üblich ist. Und ich hoffe mir da auch relativ viel, weil gerade die Jeff-Linie an der Kittel-Linie bei Marco Hoffmann auch für sehr, sehr gute Nachzucht sorgt.
Als nächstes möchte ich euch mal den Superstar unseres Schlages eigentlich vorstellen. Der 1698, das ist ein Bruder zu dem 499, den ihr eben gesehen habt. Und das ist, glaube ich, so ziemlich die beste Taube, die bei uns auf dem Schlag bislang geflogen hat. Ein super Vogel, tollen Flügel, eben auch aus dem Paar 991 x 315 gezogen. Und dieser Vogel wird 2018 achtbester Vogel von Westfalen, fliegt dort mit seinen 10 Preisen 932 Astpunkte. Schlechteste Konkurs, den er da geflogen hat, war, glaube ich, der 56. Gigantischer Vogel, also das ist wirklich ein Knaller. Hat ein tolles Farbauge und ich habe ihn dieses Jahr in die Zucht genommen. Im letzten Jahr hat er noch teilweise an der Reise teilgenommen, hatte auch wieder ein paar frühe Preise geflogen, kam dann aber einmal sehr spät und da habe ich mir dann gesagt, bevor ich den Vogel riskiere, da auch schon seine Söhne sehr gut sich zeigen. Er hat also einen Sohn, der jährig gleich 11 Preise mit erstem Konkurs fliegt. Er hat dieses Jahr wieder einen ersten Konkurs geflogen. Ein anderer Sohn, der letztes Jahr von 10 Einsätzen 9 Preise fliegt, auch mit Spitze. Und von daher hat er sich den Platz im Zuchtschlag, glaube ich, mehr als verdient. Klasse Vogel und da erwarte ich mir extrem viel. So, das Weibchen von dem 1698 ist die 767, ein Neuzugang dieses Jahr. Täubin habe ich bekommen von dem Hubert Daniel aus der RV Mainz. Der hat ein absolutes Traumzuchtpaar, aus dem er in einem Jahr 3 Kinder hat, die über 1000 Astpunkte fliegen. Und das ist jetzt eine Enkelin dazu. Im Wesentlichen Basis ist Fröhlingsdorf und die habe ich jetzt mal dieses Jahr neu erworben und an den 1698 gepaart. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Sehr schönes Weibchen, ein Glasauge in dem Fall, passt ganz gut zu dem Farbauge von dem 1698.